Scheint nicht so mein Tag zu sein. Trans-Europe Trail, so heißt der geht durch ganz Europa. Schaut mal, was hier an Holz ist. Hallöchen, ich sitze schon wieder im Auto. Ich bin auf dem Weg nach Lappeenranta und besuche jetzt eine Prinzessin. Ja, jetzt schaut ihr wahrscheinlich, was das mit der Prinzessin auf sich hat. Erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt kann ich hier hinter dem Traktor hinterher. Ah ja. Ich hoffe, ich komme da bald mal irgendwie vorbei. Endlich habe ich es geschafft. Ich denke mal 10 Kilometer hinter so einem Traktor herzueiern, das reicht auch. Ja, die Strecke, die ist so kurvenreich, da kommt man gar nicht vorbei. Schaut mal, wie schön hier. Wir sind gleich in Taipalsaari. Ich wollte eigentlich in Lappeenranta noch ein bisschen filmen. Um 19:30 Uhr habe ich den Termin. Wir haben jetzt schon 18:45 Uhr. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das schaffe. Aber ist egal. Ihr werdet überrascht sein, wen ich da gleich treffe. Schaut mal her, jetzt fahren wir durch den Saimarsee. Scheint nicht so mein Tag zu sein. Der Traktor ist weg, jetzt habe ich den Mähdrescher vor mir. Ah, ich komme hier vorbei. Jetzt fahren wir durch Taipalsaari. Taipalsaari habe ich euch schon in einem anderen Video gezeigt. Schaut mal, da ist die Kirche. Hier ist die Kirche. Und hier rechts runter geht es zum Rathaus, wo Ulla ihre tolle Küche hat und ihr Restaurant. Und hier, das ist das Museum, das Heimatmuseum, wo ich auch schon ein Video drüber gemacht habe. So, und das war jetzt die Stadtrundfahrt in Taipalsaari. Dorthin könnt ihr Lappeenranta sehen. Jetzt geht es hier über eine Brücke. Wir fahren wieder durch den See. Hier das Ganze habe ich schon alles mit der Drohne gefilmt. Da habe ich hier links auf dem Parkplatz immer gestanden. Im Winter war es immer sehr interessant hier zu filmen. Ich bin in Lappeenranta angekommen. Ich bin am Hafen jetzt hier. Und da vorne seht ihr die Prinzessin. Prinzessin Armada, da bin ich zum Essen eingeladen. Der Reiseverband von Imatra und Lappeenranta, Gosaimer, die haben mich hier zum Essen eingeladen. Und ich warte noch auf ein paar Leute, die heute aus Deutschland kommen. Die sind unterwegs. Die müssten auch jeden Moment eintrudeln. Und dann werde ich euch erzählen, um was es hier geht. Es wird sehr interessant. Also bleibt dran.
Da ist er, der hohe Besuch aus Deutschland. Die Jungs kommen gerade aus Helsinki vom Schiff. Sind das nicht ein paar schöne Maschinchen hier? Alle fabrikneu. Mit den Gästen aus Deutschland. Direkt am Hafen hier, dort oben ist die Festung. Mal im Spiegel. Ja, ich bin der Matthias Assmann. Der Oliver hat vielleicht schon meinen Namen genannt. Jetzt sind wir hier in Lappeenranta angekommen. Das ist der erste Abend in Finnland von unserer Motorbike-Runde durch Karelien. Wir hatten eine sehr, sehr angenehme, komfortable Überfahrt mit der Finnlines von Travemünde nach Helsinki. Dort sind wir im Osten angekommen und waren ganz, ganz glücklich, nach 30 Stunden endlich auf den Böcken zu sitzen und dann in die Richtung Osten zu fahren. Und es sind 3 Motorräder, die hat der Oliver schon vorgestellt. Ich produziere das Ganze. Der Peter ist unser Fotograf und dann haben wir Ralf, das ist ein Redakteur. Und auf der Facebook-Gruppe von Motorrad und Reisen werden wir auch fast jeden Tag ein bisschen was erzählen. Die haben unsere Story exklusiv erstmal, weil der Ralf sehr viel für die schreibt. Und ja, der Peter ist zudem Fotograf für BMW. Passt ganz gut, weil wir haben eben 3 BMWs, die wir nutzen dürfen, die wir hier in Hamburg abgeholt haben für die Fahrt hierher. Ja, also wir sind ganz, ganz passionierte Motorradfahrer. Ich bin jetzt jahrelang ganz, ganz wenig Motorrad gefahren. Ich habe ein Motorrad hier in Lakeland stehen, ein bisschen nördlicher von hier, 3-4 Stunden. Das ist ein Softchopper, lange nicht so spaßig wie die GS, mit der wir jetzt unterwegs sind. Und ja, ich habe früher sehr viel mehr Motorradgeschichten gemacht. Damals hatten wir noch Dias und noch keine Spiegelreflex, eine digitale Spiegelreflex. Das war alles ein bisschen aufwendiger zu meiner Studienzeit. Und jetzt bin ich auf einmal wieder am Produzieren hier und es macht mir sehr viel Spaß. Der erste Tag ging gleich in Richtung Osten. Wir wollten den TET finden, diesen Trans-Europe Trail. So heißt der geht durch ganz Europa. Und in Finnland hat der 4 Sektionen. Und das ist die östlichste, dieses Jahr ist eingerichtet worden. Und die geht tatsächlich ganz, ganz scharf direkt an der russischen Grenze entlang. Und das ist für unsere Story ganz gut. Das passte und da haben wir für ihn ein paar Fotos gemacht. Das sind über Gravel-Schotterpisten gebratzt und bis wir an eine Stelle kamen, wo es wirklich nur noch 60 Meter bis zur Grenze war. Es ist ein Bauernhof und natürlich Fotos verboten und nicht über diesen Punkt gehen. Und da hatten wir auch schon ein bisschen Respekt vor Selbstschutzanlagen. Ja, und das ist für uns eine spannende Sache, entlang der Grenzen ein bisschen zu fahren die nächsten Tage. Aber auch die ersten Anzeichen von Herbst zu erleben. Und wir haben so ein Glück, es ist nämlich ganz warm hier. Wir hatten heute 27 Grad unterwegs. Es war fast zu heiß mit der Bekleidung, die wir eingepackt haben, die wir auf dem Motorrad anziehen. Ja, weiter geht die Reise. Morgen werden wir in Lappeenranta ein bisschen bleiben. Die Festung, die dort hinten ist, anschauen. Dann werden wir den Oliver treffen für ein paar Drohnenaufnahmen. Und dann geht es auch schon in Richtung Imatra, wo wir die nächste Nacht verbringen werden. Da gibt es einen Skulpturenpark, es gibt ganz verschiedene Sachen, die wir dort anschauen wollen. Schleuse ist für uns interessant, die Nähe zu Russland natürlich. Wir sprechen mit Menschen, um zu gucken, wie hat sich das Leben hier geändert seit dem Einmarsch von Putin in der Ukraine. Die Grenzen sind absolut dicht, das wissen wir ja. Nach Imatra geht es weiter nach Rääkkylä. Und dort in der Nähe gibt es ein großes orthodoxes Kloster, das größte außerhalb von Russlands.
Das wollen wir uns anschauen. Einer der Priester ist ein Motorradfreak. Der gehört zu den Son of Abrahams. Und ganz klasse. Von dort aus geht es nach Joensuu. Hier sind wir in Südkarelien und wir gehen langsam nach Nordkarelien. Wir wollen also ganz Karelien sehen, also so gut es geht. Und in Joensuu werden wir übernachten. Dort werden wir eingeladen vom Motorradclub in Joensuu und den Abend mit denen verbringen. Das wird wahrscheinlich ganz schön heiß. Dann gehen wir weiter auf den Kolli. Das ist ein Berg, der Finnland berühmt gemacht hat. Dort wurden die National-Epi geschrieben und das ist der Kolli, ein Berg. Da werden wir hochstapfen mit der ganzen Ausrüstung. Bis auf den Felsen können wir mit dem Motorrad nicht. Also die letzten 400 Meter laufen wir und dann stehen wir auf dem Felsen und schauen auf die Inseln runter. Das wird ganz spannend. Dann gehen wir nach Kontiolahti. Das kennt man aus dem Fernsehen in Deutschland vom Biathlon. Und dort werden wir einen ganz typischen Saunahüttenabend machen. Dann geht es weiter zurück in Richtung Süden schon wieder nach Mikkeli. Und Mikkeli ist da ist eine Christenhochburg in Deutschland, in Finnland. Und einen großen Marktplatz gibt es da, den kennt der Oliver auch sehr gut, den hat er schon gefilmt. Da werden wir ein paar Interviews machen, da werden wir auch zum Gastronomie-Gedenkjahr hier oder zum Jubeljahr der Gastronomie Leute treffen. Dann gehen wir nach Helsinki und sind da 1-2 Nächte, bevor es wieder auf die Fähre geht und nach Hause. Also wir wollen damit zeigen, es geht ein Motorradtrip tatsächlich ganz bequem von Deutschland aus, auch in vermeintlichem kalten Herbst. Mit 3 Motorrädern, wir sind dann auch wieder 30 Stunden auf dem Weg zurück. Von Helsinki nach Travemünde, fahren nochmal 1,5 Stunden und lassen die Motorräder im Container stehen am 12. oder am 14. glaube ich. 13., 14. September sind wir wieder zurück. Also wird eine spannende, aufregende Geschichte. Wir haben alle unseren Computer mit, um ein bisschen was zu arbeiten. Wir werden aber keine Zeit haben, glaube ich, weil wir im Produktionsmodus sind und jeder von uns für seine Kanäle auch was, auch ein bisschen was produzieren muss. Wir haben Sponsoren, die brauche ich jetzt nicht nennen. Die BMW ist ja klar, aber dann haben wir Accessoires dazu und dann haben wir natürlich eine Bekleidung, die zu den BMWs passt, mussten wir haben, neue Helme und Schuhe. Wir haben alle Sachen zu Hause, aber für diesen Trip haben wir dann auch nochmal extra Sachen anziehen wollen, dass es passt in irgendeiner Form. Wir freuen uns auf den Abend weiterhin mit dem Oliver, auf unser Meeting dann morgen. Wir werden während der Tour berichten. Und wer möchte, könnte mir auf Instagram folgen. Der Oliver kann es vielleicht einblenden oder einen Link geben. Matthias Assmann heiße ich. Wir werden, da werde ich Stories, das ist das Einfachste, ein paar Stories posten jeden Tag und quasi auf dem Laufenden halten. Da schaut auch meine Familie hin, um zu gucken, wie es mir geht. Und ja, jetzt sind wir froh, dass wir hier angekommen sind und wir sind verwöhnt von den Tourismusbüros hier. Die sind natürlich gespannt, was wir hier machen. Die wollen, dass wir von dieser Schönheit der Region auch farbenfroh berichten. Helfen uns alle und das ist natürlich ein Geschenk. Danke, Oliver, dass wir dich treffen heute Abend schon. Das war eine schöne Überraschung, als mir die Stefanie hier von Lappenrand, da Tourismusboard, das erzählt hat. Der Oliver ist heute Abend schon beim Abendessen mit dabei und ja, dann sehen wir uns morgen. Und allen, die dem Oliver folgen, einen ganz, ganz lieben Gruß. Weiterhin bleibt dran. Der macht für mich, für meine Augen, die besten Bilder und das Authentischste. Da ist nichts geschminkt und nichts erfunden. Das ist wirklich die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und er hat ja ein tolles Leben. Spannend. Ich bin verheiratet mit einer Finnin. Wir sind allerdings nur 3 Monate im Jahr hier, 2,5, sowas. Und irgendwann bin ich wahrscheinlich auch das ganze Jahr über hier, kann ich mir vorstellen. Es gibt immer was zu tun und nettes Volk. Bin ich froh, hier zu sein. Wohnen tue ich hauptsächlich ganz offiziell in Stockholm. Aber ich bin in Deutschland aus Darmstadt. Ich bin ein Wasch-Hashtag bekennender und sprechender Hesse eigentlich. Ja, aber in Deutschland bin ich im Jahr nur 6 Wochen. Der Rest in Stockholm und in Schweden und Finnland.
Schönen Abend hier von unserer Prinzessin, von dem Boot hier. Ein ganz leckeres Essen und ganz, ganz liebe Grüße aus Lappeenranta. Gute Nacht. Jetzt mache ich mich wieder auf den Weg nach Hause. Wir haben jetzt gleich 11 Uhr und ich muss jetzt vorsichtig fahren wegen den Elchen. Ich fahre über Land wieder zurück und da ist null Licht. Wir haben unser Projekt für morgen besprochen. Ich werde mit der Drohne einige Aufnahmen machen von den Jungs mit ihren Motorrädern. Und dafür haben wir uns einen wunderschönen Ort schon ausgesucht. Und wenn wir dann noch Zeit haben, fahren wir weiter zum Saimaa-Kanal und werden da noch filmen. Also bleibt mal dran. Ja, da bin ich schon wieder in Lappeenranta und warte jetzt auf die Motorradleute und schaue mich gerade um. Suche einen vernünftigen Platz, wo man die Drohne fliegen kann. Wir wollen nämlich hier am Saimaa ein paar Aufnahmen machen. Schaut mal hier, wie schön das alles ist. Schaut mal, was hier an Holz ist. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Die ersten Drohnenaufnahmen sind im Kasten, Probeaufnahme. Und jetzt warte ich hier auf die Motorradfreaks, dass wir eben weitermachen können. Wie ihr seht, ist das Wetter wunderschön, absolut optimal zum Filmen. Es ist sehr warm. Heute Morgen hatten wir 8 Grad. Aber heute wird wieder ein unheimlich warmer Tag. Ja, da kommen die ersten schon. Stundenverspätung. Da kann es gleich losgehen mit dem Fotoshooting. Hallo, Hallo! wir sind ein bisschen später dran. Das ist ja wirklich geil. Jetzt wird mal ein bisschen mit der Drohne gefilmt. Mal schauen, wie die Videos werden. Ich werde gleich hier auch noch ein paar Videos einstellen. Fotos weiß ich noch nicht. Aber mal gucken, ob euch das gefällt. Ich meine, die Aussicht, die ist ja absolut klasse. Da kann man echt nicht meckern. Und eine Ruhe im Moment. Schön warm. Astrein wie im Sommer.
die ersten Aufnahmen sind im Kasten. Ich muss sagen, es war gar nicht so einfach. Ein Haufen Probleme hier. Da hier die Kabel, die Stromkabel laufen und Telefon und ja auch das Riesensägewerk in der Nähe ist, gibt es Probleme mit dem Signal. Wir haben aber trotzdem relativ gute Aufnahmen gemacht. Und jetzt ist die ganze Bailliage auf dem Weg über die Insel, um dort noch ein paar Fotos zu schießen. Und gleich machen wir weiter und nehmen mit der Drohne noch ein paar schöne Bilder auf. So, jetzt haben wir zu Mittag gegessen in Lappeenranta-Lauritzala, ein kleines Lokal. War sehr lecker hier. Und jetzt machen wir uns weiter zum nächsten Filmort. Wir wollen jetzt zum Saimaa-Kanal fahren. Hier ist das Hotel. Hier könnt ihr mal die ganze Truppe sehen, jetzt am Tisch. Satt gegessen. Das ist Matthias. Ja, Moment, wir müssen um 3 über dem Ding sein. Hier haben wir Ralf Bielefeld, langjähriger Autor für verschiedene Automobil-, Motorrad- und Lifestyle-Magazine. Das ist Peter Musch, ein professioneller Fotograf für verschiedene Motorradmagazine. Und das ist Stefan Italka vom Reiseverband Go Saimaa. Alle bei der Arbeit. Jetzt sind wir hier am Kanal und machen noch ein paar kurze Aufnahmen und dann fahren die Jungs noch weiter nach Imatra. Ja, genau, genau. So, die Jungs, die machen sich jetzt auf den Weg nach Imatra. Wir haben uns gerade verabschiedet. Ja, jetzt sind die Jungs ab nach Imatra. Hier noch ein paar Eindrücke von dem Saimaa-Kanal. In dieser Richtung liegt Lappeenranta. Und im Sommer gibt es auch Schiffstouren hier durch diesen Kanal. Und in dieser Richtung liegt Russland. Hier wurden früher die Waren nach Russland über die Grenze transportiert oder in Richtung Ostsee. Hier auf der Seite seht ihr den alten Saimaa-Kanal. Das ist der alte Saimaa-Kanal Richtung Lappeenranta. Ja, jetzt bin ich wieder zu Hause. Hier ist ein bisschen windiger als in Lappeenranta. Gut, das sind 80 Kilometer Entfernung. Meine Hunde freuen sich, Daddy ist wieder da. Gerda hat sich hier im Garten gemütlich gemacht. Sie hat sich ein Riesenloch gebuddelt, um sich zu kühlen.
Ja, die Jungs sind mit Steffi weiter nach Imatra jetzt. Die turnen darum. Und danach fahren sie weiter nach Norden, den TET-Trail weiter, die ganze Route. Die Karte habt ihr ja zur Ansicht bekommen von mir. Und dann mal schauen. Für mich war das Ganze eine neue Erfahrung, mit der Drohne bewegte Objekte zu filmen. Es hat nicht alles so geklappt, wie es sollte, aber die Aufnahmen sind soweit ganz gut. Meiner Meinung nach. Ralf hat auch gesagt, das ist gut. Von den Videos werden sowieso immer nur 2 bis 3 Sekunden verwendet. Genauso mache ich es auch, wenn ich nicht quatsche. Ja, ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Ich habe wieder viel Deutsch gesprochen, musste wieder viel Deutsch sprechen, konnte mein Deutsch wieder etwas auffrischen. Mal gucken, wie lange es hält. Nach 25 Jahren nicht mehr so einfach. Ich spreche hier in Finnland normalerweise kein Deutsch, ich spreche nur Finnisch. Und deshalb, der Kopf, der macht das nicht so ganz, der ist ja schon ein bisschen alt. Ne? Ja, nehmt ein Abo mit, wenn ihr noch keins habt. Es kommen noch weitere Videos. Und den Daumen hoch, der muss nach oben zeigen. Lasst mir einen Kommentar da. Schreibt mal rein, wie euch das so gefallen hat. Es ist ein bisschen aus meinem Leben. Und bald geht es wieder weiter mit hier Landschaft- und Bauernhof-Videos. Ich werde jetzt langsam mal anfangen, hier ein bisschen zu arbeiten. Wegen Gerda ging das nicht. Wegen ihr Bein. Sie brauchte wirklich eine rund um die Uhr Betreuung. Nach der OP eine Woche musste ich für sie da sein, damit sie um Gottes Willen nicht läuft. Sie hat eine Platte im Knie, die verschiebt sich sonst und die OP war wirklich sehr teuer. Und eine zweite kann ich mir nur wirklich nicht mehr leisten. Ja, das sind mehrere tausend Euro, was sowas kostet. Deshalb musste alles erstmal zurückgestellt werden. Leider auch die Sachen, die ich so versprochen hatte. Ich kann keine großen Sprünge machen, sie ist ja nur zu Hause. Und da muss ich noch mal ein bisschen Rücksicht nehmen auf sie. Ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, einen schönen Herbst und wir sehen uns. Hey, hey!